Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema: Die Kommunistische Partei Chinas könnte im Kriegsfall Organe taiwanesischer Soldaten rauben. Dieses Video basiert auf Recherchen von Epoch Times und dem Artikel von Alex Wu und Eva Fu. Der ehemalige chinesische Militärarzt Dr. Qi Cheng wurde vor Jahren Zeuge des Organraubes an lebenden Menschen durch die Kommunistische Partei Chinas, kurz KPCH. Jetzt erklärte er, dass Peking seit langem plane, im Falle einer Invasion Taiwans den dortigen Soldaten Blut, Haut und Organe zu entnehmen. Man mag es gar nicht glauben. Zeng lebt aktuell im Exil in Kanada und er reiste nach Taiwan vor kurzem, wo er an mehreren Vorführungen des preisgekrönten Dokumentarfilmes State Organs teilnahm. Dieser Film zeigt seinen Augenzeugenbericht als damaliger Assistenzarzt in einem chinesischen Militärkrankenhaus. Während seiner Zeit im Allgemeinen Krankenhaus der Militärregion Shenyang in den 1990er Jahren habe das Militär der KPCH, bekannt als Volksbefreiungsarmee, jedes Jahr einen Kampfplan entworfen, sagte er bei der Filmvorführung. Ich zitiere: Sobald ein Krieg in der Taiwanstraße ausbricht, wird der größte Druck für sie im Bereich der logistischen Unterstützung liegen. So Cheng. Millionen Soldaten könnten an die Front in der Taiwanstraße mobilisiert werden, darunter möglicherweise 2 bis 3 Millionen Menschen, die im Bereich Logistik tätig sind. Aus Sicht des chinesischen Regimes sei der schwierigste Teil der Logistik zur Versorgung der Front die Lagerung, Kühlung und der Transport von Blut, da viele Soldaten im Kampf bluten oder Verbrennungen erleiden werden. Dabei könne die Blutversorgung zum größten Druckfaktor werden, sagte Cheng weiter. Die militärische Lösung Chinas bestehe darin, sich taiwanische Soldaten in Haft zunutze zu machen, indem ihnen Blut abgenommen würde. Dieses solle dann verwundeten chinesischen Soldaten zur Verfügung stehen, schilderte Cheng weiter. Ebenso wolle das chinesische Regime taiwanesischen Soldaten Haut entnehmen und diese bei chinesischen Soldaten mit Verbrennungen transplantieren. Wenn also die KPCH Taiwan angreife und das taiwanische Militär kapituliere, könnte das Erste, was ihnen bevorsteht, die Entnahme ihres Blutes sein, da für die Aufrechterhaltung eines Krieges große Mengen an Blut benötigt werden, sagte Cheng. Zudem habe das chinesische Militär modulare Blutverarbeitungsgeräte für Bluttests und Verarbeitung entwickelt. Durch Containertransport und Flugzeuge könne das Blut schnell an die Front gelangen und ein Feldlazarett sofort entstehen. Es gebe keine technischen Hindernisse, sagte Cheng gegenüber der englischen Ausgabe der Epoch Times. Angesichts des technologischen Fortschritts und des Wachstums der Organentnahmeindustrie in China sei die Entnahme von Organen taiwanesischer Soldaten keine Frage der Möglichkeit mehr. Cheng sagte, es ist nur eine Frage der Zahlen. Zitat Ende. Für Menschen in anderen Ländern sei ein solches Ausmaß an Grausamkeit schwer vorstellbar, äußerte der Militärarzt. Er wies darauf hin, dass die KPCH keine moralischen Grundsätze habe. Die taiwanischen Soldaten, die sich ergeben oder noch am Leben sind, würden vom chinesischen Regime als beste Organ- und Blutbank betrachtet. Vielleicht glauben manche das nicht, deshalb
führte Cheng Beispiele an. State Organs unter der Regie mit dem Peabody Award ausgezeichneten Filmemachers Raymond Chang konzentriert sich auf zwei Familien, die inmitten einer landesweiten Verfolgung des Glaubens an Falun Gong nach ihren verschwundenen Angehörigen suchen. Ende der 1990er Jahre praktizierten schätzungsweise 70 bis 100 Millionen Chinesen Falun Gong. Diese kostenfreie Meditationspraktik lehrt ein Leben nach den universellen Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Als das Regime in China begann, Falun Gong zu verfolgen, wurden seine Anhänger laut Whistleblowern und Forschern zu Zielen des massiven, systematischen Organraubes durch die KPCH. Die Moderatoren der Dokumentation in Taiwan geben an, dass sie im vergangenen Jahr mehr als 100 gewalttätige Drohungen erhalten hätten, in denen sie aufgefordert wurden, die Vorführungen abzusagen. Chang und andere vermuten, dass die Drohungen wahrscheinlich mit der Kommunistischen Partei Chinas in Verbindung stehen und zeigen, wie sehr das Regime befürchtet, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit erlangt. Taiwan verbot 2015 den Transplantationstourismus sowie den Verkauf, Kauf und die Vermittlung von Organen. Einige taiwanesische Abgeordnete versuchen nun ein Gesetz zu verabschieden, um den illegalen Organhandel weiter zu bekämpfen. Einer der Hauptinitiatoren des Gesetzes, Hasu Ji, nahm kürzlich an Vorführungen des Filmes teil. Dieser sagte gegenüber der englischen Ausgabe der Epoch Times, es schmerze ihn, dass er Freunde habe, die für Leber- und Herztransplantationen nach China gegangen seien. Für alle inhaftierten Falun Gong Praktizierenden in China seien ihre Organe Staatsorgane, sagte er und fügte hinzu, dass die Kommunistische Partei Chinas auf Bestellung tötet. Soweit der Artikel von Epoch Times. Ich wollte nur einmal darauf hinweisen. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, es ist jetzt die taiwanesische Sicht. Die chinesische Sicht konnte ich zu diesem Thema nicht eruieren. Lediglich, dass dieses negiert und abgestritten wird. Dennoch ist Organraub auch in Europa ja ein Phänomen und von dem her kann man sich vorstellen, dass es auch ein weltweites Phänomen ist, das man nicht einfach so abtun kann. Ich möchte euch noch auf zwei Neuerscheinungen aufmerksam machen von mir, und zwar einmal das Buch Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. In diesem Buch lege ich dar, wie die linken NGOs von Milliarden Steuergeldern finanziert werden. Ich nenne Ross und Reiter und habe sehr, sehr viele Drohungen bekommen für dieses Buch. Genauso ist es auch bei meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden. Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Dieses Buch schildert in allen Einzelheiten, in allen grausamen Einzelheiten, mit grausamen Fotos, die wir aufgenommen haben, die Vernichtung unseres Volkes und die Massaker an den Deutschen. Es gibt ein Novum, das hat es weltweit noch nie gegeben, und zwar habe ich eine Bilanz erstellt über die Massenmorde an uns Deutschen. Hier seht ihr das. Eine Bilanz der Massenmorde an uns Deutschen. Die Millionenzahl ist so hoch, dass ihr es euch nicht vorstellen könnt. Wir vermuten, dass dieses Buch so schnell wie möglich vom Markt weggeklagt werden soll. Von dem her ist es gut, wenn ihr euch ein Exemplar sichert. Es geht um das Andenken an unsere Großväter und unsere Großmütter, die ihr Leben für unser Land eingesetzt haben und die nach dem Krieg, also die Wehrmachtssoldaten pauschal als Massenmörder diskriminiert wurden. Und für unsere Großmütter, die das Land wieder aufgebaut haben und man sagt, es gab ja gar keine Trümmerfrauen. Das sagen genau diese
diese Shishi-Mishi-Frauen, die nicht mal einen Stein in die Hand nehmen, diese Linken und Grünen, die verunglimpfen heute unsere Großmütter, die das Land wieder aufgebaut haben. Also kauft dieses Buch als Andenken an unsere Großeltern. Bitte abonniert mich auch bei Telegram, der Link ist unten angegeben. Ich sage euch auch warum, weil ich vermute, YouTube wird nicht mehr lange zuschauen, meine Videos. Und ich möchte das dann alles auf Telegram rüberziehen. Je mehr Abonnenten ich dort habe, umso besser. Bitte unterstützt mich in meiner Arbeit und an das Gedenken unserer Großeltern. Ein kostenloser Newsletter ist auf www.michaelgrant erhältlich. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.